Hi, good morning and good morning. Hallo, guten Morgen und guten Morgen. My forgiving friends. Meine vergebenden Freunde. Also, he continues, if you find fault with someone, release the same gift of forgiveness to them. Er fährt fort, wenn du an jemandem etwas auszusetzen hast, gib ihm die gleiche Vergebung. I find it beautiful that he calls forgiveness a gift. Ich finde es wunderschön, dass er Vergebung als Geschenk bezeichnet. How many people have told me, but Rainer, they didn't even ask for forgiveness. They don't deserve it. Wie viele Menschen haben mir gesagt, aber Reinhard, Sie haben nicht einmal um Vergebung gebeten, Sie verdienen sie nicht. Well, once anybody deserves it, it's not a gift anymore. Sobald jemand es verdient, ist es kein Geschenk mehr. Think about this. Denk darüber nach. The Bible tells us that forgiveness that we need to give to other people is a gift. Die Bibel sagt uns, dass die Vergebung, die wir anderen Menschen geben müssen, ein Geschenk ist. So, let's give gifts every day, gifts of forgiveness. Lass uns jeden Tag Geschenke machen, Geschenke der Vergebung. Look, for love is supreme and must flow through each of these virtues. Schau, denn die Liebe ist das Höchste und muss durch jede dieser Tugenden fließen. Very interesting. Sehr interessant. So basically what Paul is saying, guys, if love doesn't flow through this virtue, it's just another nice thing that another nice person is doing. That's not good enough. Was Paulus im Grunde genommen sagt, ist, Leute, wenn die Liebe nicht durch diese Tugenden fließt, ist es nur eine weitere nette Sache, die eine nette Person tut. Das ist nicht gut genug. Look, in the beginning he literally starts with love and now he finishes with love. Er fängt mit der Liebe an und jetzt hört er mit der Liebe auf. He says you're always dearly and loved by God. Es heißt, du bist immer und innig von Gott geliebt. So the reason why we put in all this virtue is because we are so deeply loved by God. Der Grund, warum wir all diese Tugenden anziehen, ist, weil wir zutiefst von Gott geliebt werden. And then he's basically saying, in other words, something like this. Dann sagt er im Grunde genommen in anderen Worten, guys, I'm not telling you to put in all this virtue as another religious duty. Don't do, don't. Leute, ich sage euch nicht, dass ihr all diese Tugenden als eine weitere religiöse Pflicht anziehen sollt. Tu es nicht, tu es nicht. I'm basically telling you that love has to flow through these virtues in them for to be true Christian virtue. Liebe muss durch diese Tugenden fließen, damit es wirklich christliche Tugenden sind. Because God is not just kind, God's kindness is motivated by His love. Denn Gott ist nicht einfach nur freundlich, sondern seine Freundlichkeit ist durch seine Liebe motiviert. God is not just a God who has graciously forgiven us, His forgiveness is motivated by His love. Gott ist nicht einfach nur ein Gott, der uns gnädig vergibt, sondern seine Vergebung ist durch seine Liebe motiviert. God isn't kind and tolerant to the weak one unless it's motivated by His perfect love. Gott ist nicht gütig und tolerant gegenüber dem Schwachen, es sei denn, es ist durch seine vollkommene Liebe motiviert. So, true divine agape love has to flow through every virtue that we express. Die wahre göttliche Agape-Liebe muss also durch jede Tugend fließen, die wir zum Ausdruck bringen. Why is this important? Warum ist das wichtig? Because look, I've met many people that are kind to others because they want to get something out of them. Weil ich viele Menschen kennengelernt habe, die freundlich zu anderen sind, weil sie etwas von ihnen haben wollen. See, he finished up saying, guys, it's not good enough to be kind. It's not good enough to be gentle. It's not good enough to be patient. Abschließend sagt er, dass es nicht gut genug ist, freundlich zu sein, nicht gut genug, sanftmütig zu sein und nicht gut genug, geduldig zu sein. If love is not flowing through this virtue, then it's not the way God does it. Wenn die Liebe nicht durch diese Tugenden fließt, dann ist es nicht die Art, wie Gott es tut. Remember, we are putting on God's virtue, not just good virtues. Denk daran, dass wir Gottes Tugenden anziehen, nicht nur einfach gute Tugenden. There are people who are not Christians who put on a lot of good virtues. Menschen, die keine Christen sind, ziehen sich viele gute Tugenden an. You know, there are people who've been trained in using psychological methods to become excellent salesmen. Es gibt Menschen, die durch psychologische Methoden zu exzellenten Verkäufern ausgebildet worden sind. What do? Was machen sie? They are kind to other people so that the other people will buy their product. Sie sind freundlich zu anderen Menschen, damit sie ihre Produkte kaufen. They are gentle with other people so that they would sell their products. Sie sind sanft zu anderen Menschen, damit sie ihre Produkte verkaufen können. But love never ever seeks its own interest, the Bible tells us. Aber Liebe sucht niemals ihre eigenen Interessen, sagt uns die Bibel. So while we have to put on all of this virtue that we've gone through this week, während wir alle diese Tugenden, die wir in dieser Woche durchgenommen haben, anziehen müssen, we have to always remind ourselves, unless love flows through these virtues,
it's done the wrong way. Müssen wir uns immer daran erinnern, dass es der falsche Weg ist, wenn die Liebe nicht durch diese Tugenden fließt. And then look how the Apostle Paul finishes this. This is incredible. Und schau, wie der Apostel Paulus abschließt. Das ist unglaublich. He says, love becomes the mark of your true maturity. Er sagt, die Liebe ist das Kennzeichen wahrer Reife. We have made the mark of true maturity so many other things. Wir haben das Merkmal der wahren Reife in so vielen anderen Dingen gemacht. How powerfully we walk in faith. Wie stark wir im Glauben leben. How incredibly we walk in the authority of the kingdom. Wie unglaublich wir in der Autorität des Reiches Gottes wandeln. So much gift focus that we've made maturity a matter of who can possess the gifts. Wir haben uns so sehr auf die Gaben konzentriert, dass wir die Reife zur Sache gemacht haben, wer die Gabe besitzen kann. Look what Paul says. Schau, was Paulus sagt. The true mark of maturity becomes love. Das wahre Kennzeichen der Reife ist die Liebe. If we could learn to understand this, we would always strive for maturity, which means we would strive to love better. Wenn wir lernen könnten, dies zu verstehen, würden wir immer nach Reife streben, was bedeutet, dass wir danach streben würden, besser zu lieben. You know, when Jesus said, be perfect as your Father in heaven is perfect, it's been many years I never understood that. Als Jesus sagte, seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist, habe ich das viele Jahre nicht verstanden. In fact, it honestly put a lot of pressure on me when I was a young guy. Als ich jung war, hat mich das ehrlich sehr unter Druck gesetzt. Because I tried so hard to be a perfect good Christian, but it never worked. Denn ich habe so sehr versucht, ein perfekter, guter Christ zu sein, aber es hat nie funktioniert. And I was striving for perfection and it just got me in a mess. Ich strebte nach Perfektion und das brachte mich nur in Schwierigkeiten. Look what happened. Schau, was passiert ist. One day my eyes just opened and I began to look up the scripture, be perfect as your Father in heaven is perfect, in the context. Eines Tages gingen mir die Augen auf und ich fing an, diese Schriftstelle, seid so vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist, im Kontext zu betrachten. And do you know what it means? Und weißt du, was es bedeutet? It doesn't mean to be perfect in every sense of God is perfect and there's not a single mistake. Es bedeutet nicht so perfekt wie Gott zu sein und dass es keinen einzigen Fehler gibt. The context is to love perfectly as God loved. That's divine perfection. Der Kontext ist, vollkommen zu lieben, wie Gott liebt. Das ist göttliche Vollkommenheit. So we have become truly mature when we have learned to walk by love. Wir sind also wirklich reif geworden, wenn wir gelernt haben, in der Liebe zu wandeln. My friend, Mein Freund, let's become mature Christian. lass uns reife Christen werden. Let's learn how to love. Lass uns lernen zu lieben. I thank you so very much for again listening to our devotional. Ich danke dir so sehr, dass du dir wieder unsere Andacht angehört hast. And I will see you tomorrow. Wir sehen uns morgen.